Hallo ihr Lieben. Ich hatte ja vor 2 Wochen ungefähr dieses Art Journal gemacht. Schnell und einfach. Und da habe ich auch schon ein paar Seiten drin gestaltet. Und zwar diese hier, also Collagen mit Blumen drüber. Und diese hier, die ist noch nicht ganz fertig. So, und sowas in der Art habe ich jetzt heute auch vor. Und zwar habe ich dieses ja alles mit Blau gehalten und dieses so rosa-lila. Und das liegt daran, ich habe hier so eine Restekiste, das sind so einzelne Dosen. Die kommen auch irgendwie aus dem Kosmetikbereich oder sowas. Und da sortiere ich mir meine Reste immer, meine Schnipsel. Also dies ist hier quasi so die neutrale Fraktion. Hier vorne habe ich Farben drin, die blauen, die sind übergeblieben von dieser Collage hier. So, und in dieser Kiste hatte ich auch diese grün-gelben Dinger. Ne? So, und die wollte ich heute nehmen. Und damit es nicht so eine große Aktion wird, hier wie 2 Seiten zu bekleben, wollte ich diese Seite machen. Dies hier schlage ich mal um, sonst blendet euch das so. So, und dann klebe ich jetzt hiermit quasi erstmal eine Collage auf. Dies hier sind von dem Piratenset noch die letzten Schnipselchen. Die klebe ich hier unten in die Ecke, damit hier so ein bisschen Schatten bodenmäßig ist. Und dieses alles verteile ich jetzt mit einem Klebestift, ganz lumpiger, billiger Klebestift, verteile ich jetzt hier drauf. Ich nehme dazu immer einen Klebestift. Also diese Geschichten, die müssen auch nicht für die Ewigkeit halten. Und wenn dann wirklich irgendwie mal was abgeht, kann man das ja auch wieder festkleben später. Wenn hier oben was übersteht, kann ich das abschneiden. So. Ja, ich klebe das hier jetzt quasi alles fest. Also dadurch, dass das Ganze dann später noch sowieso noch mit Gesso überstrichen wird und das ja quasi nur der Hintergrund ist das eigentlich auch, ne? Das ist relativ unkompliziert. Das kann man einfach so aufkleben. So, die Collage ist aufgeklebt, also einfach drauf, ohne groß nachzudenken. Ich bemühe mich in der Regel immer so scharfe Kanten hier zu vermeiden, aber da kann später auch noch was anderes drauf. Also, wie gesagt, nicht groß drüber nachdenken, einfach drauf. So, dann nehme ich Gesso, weißes Gesso in meinem Fall, und ziehe da eine komplette Schicht drüber. Also durch das Gesso, das für die, die es noch nicht wissen, das trocknet so leicht transparent weißlich. Das heißt, man sieht darunter die Farben noch durch, man sieht auch hier Schrift und sowas noch durch, man wird auch die Blumen noch erkennen, aber es ist alles mehr eine Einheit und es ist gedämpft und tritt in den Hintergrund. Und das möchte ich ja erreichen. Das heißt, ruhig relativ großzügig, ne? Und das verteile ich jetzt einfach drauf. Das Gesso bewirkt auch, dass die Fläche hinterher behandelt werden kann. Das heißt, wenn ich da mit anderen Medien drüber gehe, sei es jetzt Farbe in irgendeiner Form, dann sorgt das dafür, dass das Papier die Farbe nicht einfach aufsaugt. So, das heißt, es ist auch eine super Grundierung, um da später mit anderen Medien weiterarbeiten zu können. So. Schön verteilt. Kommt auch nicht, also wenn hier noch eine dunkle Stelle durchscheint, das ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, ne, so eine Collage ist eigentlich dazu da, um Spaß zu haben. So, und das lassen wir jetzt einfach mal kurz trocknen. So, es ist soweit trocken. Und wie man sieht, die Blumen sieht man noch durch die Schrift und auch das Gelb und Grün. Also man erkennt das Farbzusammenspiel noch. So, ich möchte gerne, genauso wie hier auch und wie hier auch, Blumen nehmen, Blumenbilder, und zwar aus diesem Buch. Das nehme ich also extrem gerne und es ist durch das Hochformat jetzt hier auch super geeignet. So, dann ich schneide mir da immer Blumen raus und sortiere mir die nach Farben und lege mir die zur Seite. Und jetzt habe ich hier also so etliche gelbe und sowas im größeren Format ausprobiert und auch mit ein bisschen Weiß dabei und habe mich also jetzt für dieses hier entschieden. Das möchte ich also so hier aufbringen, so richtig schön voll. Das ist ja auch die erste Seite in meinem Art Journal. Das kann ruhig sehr auffällig sein. Jetzt bei den anderen habe ich das so gemacht, ich habe quasi erst die Blumen aufgeklebt und habe dann den Hintergrund noch ein bisschen gestaltet. Hier möchte ich es jetzt mal anders machen. Das heißt, ich habe mir hier 2 Schablonen zurechtgelegt. Einmal mit Schrift und einmal hier mit so einem grafischen Muster.
Und da möchte ich gerne mit diesen Inkpads vom lokalen beliebten Laden hier so einfach rübergehen. Ich gucke mal, nee, ich mache das doch lieber mit dem hier. Und zwar nicht flächendeckend, sondern nur an, muss ich wieder aktivieren, nur an gewissen Stellen. So. Sieht man das überhaupt? Nein. Okay, Plan B. Ich nehme von meinen Distressfarben, die funktionieren ja immer, da habe ich Shabby Shutters, das ist auch so ein Grün, nehme ich das jetzt einfach. Und vielleicht von diesen anderen Farben, dass ich zwei verschiedene Töne habe. Nicht verkomplizieren. Fällt mir gerade auf, ich könnte ja eigentlich auch das hier nehmen. Das ist meine Bürste, die ich normalerweise nehme. Dann fange ich jetzt hiermit an. Habe ich mir grün drauf geschrieben, die nehme ich also für alle Grüntöne. So. Jetzt noch ein bisschen hier oben. So. Das reicht auch schon. Und schon sieht das wieder ganz anders aus. Und dann hier ein bisschen mit der Schrift. Und zwar, ich gucke mal, ob ich das mit dem Gelb hinkriege. Okay. Man sieht nichts, echt nichts. So, nochmal tüchtig hier. Das sieht man, ja, da sieht man so mini bisschen. Seht ihr das auch? Nee, das tut's nicht. Also ein anderer Farbton. Dann nehmen wir mal so ein Grau. Also diese kleinen Stempeldingerchen, wie gesagt, die haben richtig viel Farbe drin, aber irgendwie trocknet die immer ziemlich schnell ein. Man kann sie dann aber mit ein bisschen Wasser wieder super aktivieren. Ja. Hier unten noch ein bisschen. Das muss reichen. So, die Stempelfarbe ist getrocknet, das geht ja relativ flott. Dann kleben wir jetzt mal die Sachen hier auf. So, und zwar hier kann diese Blume hier so ein bisschen rüber ranken, hier um das, also hier drüber geklebt werden. Um das Blatt ist das nicht so super schade. Ich möchte das jetzt auch nicht so weit an den Rand quetschen, nur damit, damit hier alles perfekt zu sehen ist. Also auf so ein Blatt, zumindest so ein kleines Stück Blatt, kann man super verzichten, ne, wenn man so macht. Ja, zum Festkleben nehme ich hier so diesen weißen Kleber. Der hält jedenfalls richtig gut und verstreicht das mit dem Pinsel hier drauf. So, das ist ja jetzt so schon sehr hübsch, aber man sieht hier zum Beispiel,
Da ist ja diese weiße Blume und die verschwindet total im Hintergrund. So, das soll natürlich nicht sein, sondern letzten Endes sind die beiden Blumen ja die Fokuspunkte, ne? Und die müssen dann ja auch richtig auffallen. Das heißt, ich werde mir jetzt Wasserfarbe nehmen und werde hier drumherum das Ganze ein bisschen mit Schatten versehen. Auch hier unten ein bisschen dunkler, sodass das Ganze ziemlich natürlich wirkt. Da braucht man auch gar keine große Ausstattung zu. So ein ganz normaler Schulfarbkasten oder sowas reicht dazu auch. Also ich will hier auf alle Fälle auch noch mal so ein bisschen von dem Gelb reinbringen. Kann ich hier auch noch über die Blume ein bisschen rüber machen. Einfach, dass dieses Gelb sich hier noch mal so ein bisschen wiederholt. So, und dann kann ich es auch, ja, also ich kann alles machen. Ich kann jetzt quasi hier in so einer Form so ein bisschen Gelb reinbringen. Ich kann es auch hier unten so ein bisschen an den Rand bringen. Hier in die Blume. Also man kann eigentlich, ich mache das hier einfach mal zart drüber, man kann eigentlich nichts kaputt machen. So, okay. Dann, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt einen Wassertankpinsel nehme, wenn ich hier, nehmen wir mal ruhig einen dickeren, geht es was flotter. Ich möchte jetzt hier unten so ein bisschen Schatten aufbringen, damit das so ein bisschen natürlicher aussieht. So, ich finde das mit dem Schatten schon mal ganz schön. Hier oben habe ich auch so ganz zart was aufgebracht. Ich finde, das sieht immer irgendwie, weiß ich nicht, wirkungsvoller aus. Jetzt möchte ich gerne um die Blume rum die Blumen selber auch noch ein bisschen schattieren. Das heißt, dann nehme ich auch wieder dieses dunkle Braun. Oder ich überlege, ob ich lieber schwarz nehme. So, und dann quasi das Ganze hier so ein bisschen ausstreichen. Ein bisschen verblenden in den Hintergrund. Ich nehme erstmal das Braun. Das muss nicht doll sein, aber dann tritt die Pflanze gefühlt viel mehr hervor. Und das ist ja eigentlich das, was wir hier sehen wollen auf der Seite, ne? Die Pflanzen. Und so mache ich das quasi jetzt mit den ganzen Blumen. So, ich bin jetzt hier insgesamt mit Braun rübergegangen und habe das dann so ein bisschen verblenden lassen. Wie gesagt, man kann nichts kaputt machen. Also ich kann alles, wenn ich jetzt zum Beispiel finde, hier oben ist mir das noch zu viel auf einem Platz oder so, ich kann das auch wieder anlösen, ne? Hier so, also auch das, was ich schon hier auf dem Papier hatte, das kann ich so mit Wasser alles wieder anlösen. Wenn ich möchte, kann ich es sogar wieder abtupfen, dann ist es weg, ne? So, und dann kann ich mir quasi wieder ein bisschen neues Braun nehmen und kann das dann dahinter. Wenn ich finde, das ist zu viel, einfach wieder mit Wasser ein bisschen anlösen. Dann kann ich es entweder so ein bisschen verblenden, dass das mehr in den Hintergrund läuft. Wenn ich das nicht will, wische ich es da wieder weg. Also es sind alle Optionen offen. Ne? Man kann wirklich einfach loslegen und Spaß haben. Ja, wenn ich hier unten finde, dass die Blume noch nicht genug Kontrast hat zum Hintergrund, einfach hier noch wieder ein bisschen von unten drunter. So, und dann das gleiche Spiel. Das ist mir jetzt was dunkel. Dann löse ich das wieder ein bisschen an. So, und jetzt kann ich es entweder wieder komplett wegmachen oder wieder hinmachen. Ja. So, ich mache mir mal ein bisschen weg und verwische den Rest so ein bisschen. Ja, so kann das bleiben. Dann habe ich mir für den aus einer Zeitschrift, ich schneide mir aus Zeitschriften immer so schöne Worte aus. Hier habe ich jetzt Schätze,
Da sieht man im Hintergrund zwar, ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung, ist mir aber egal. So, und das möchte ich gerne hier irgendwo hinkleben. Ich denke mal hier unten. Und weil das ja nur so, wie gesagt, aus einer Zeitschrift ist, so ganz, ganz dünn und lappig. Und ich habe hier ja auch verschiedene Strukturen drauf und dann drückt sich das durch und das ist mir was dünn. So, und hier habe ich noch einen Rest von so einer Karte. Das heißt, ich klebe das hier einfach drauf und schneide mir das aus mit einem kleinen bisschen grünem Rand und klebe das dann im Ganzen auf und dann drückt sich auch nichts durch und es ist noch ein bisschen erhabener und fällt mehr auf. So. Das ein bisschen zur Seite schieben. So. Okay. Ist trocken genug hier unten, da kann ich das gleich aufkleben. Die Pinsel, die stelle ich mir zwischendurch immer in ein Glas mit Desinfektionsmittel. Das haben wir jetzt ja momentan alle genug, ne? Noch von Corona. Und dann, das ist so eine Lösung für Faule. Das heißt, ich kann dann quasi die Pinsel damit einfach auswaschen und muss sie nicht mit runtertragen zum Wasserhahn oder sowas. Das heißt, ich stelle sie da rein, tupfe sie dann ab und dann sind die sauber. So. Wenn ich das so sehe, mir fehlt noch was. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fehlt noch ein bisschen Gelb und noch ein bisschen Pep. Ich werde einfach noch ein paar Sprenkel drauf machen. Das habe ich bei den anderen nicht. Also hier habe ich ja mit Strukturpaste, mit der Schablone hier in Blau aufgetragen. So, das verbindet alles noch irgendwie so ein bisschen. So die Verbindung fehlt mir noch, genau. Das heißt, ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen auch von meiner Wasserfarbe, die habe ich ja sowieso gerade hier, und mache da ein paar Sprenkel drauf. Hier habe ich so Fächerpinsel. Ich sehe zu, dass hier nichts auf die Schrift kommt. Also hier oben, das reicht mir schon. Das muss nicht über das ganze Blatt sein. Und dann, ich glaube, ich mache echt noch ein paar schwarze drauf. Oder schwarze und weiße. Ja, und ich mache noch ein paar weiße. Das heißt, ich werde die erstmal zwischendurch trocknen. Nicht, dass sich alles dann verwischt. So, ich habe hier so ein ganz altes Glas mit Mattacrylfarbe. Ich glaube, da steht sogar noch in D-Mark. Nee, es ist schon Euro, aber dann gerade mal so. So, da habe ich quasi, war noch so ein Rest drin, den habe ich mit Wasser aufgefüllt. Da quetsche ich jetzt den Fächerpinsel rein. Ich definiere das als fertig. Das ist also jetzt die erste Seite in meinem Art Journal mit den grün-gelben Resten, die ich hatte. Einfach aufgeklebt, 2 Bilder aus einem Buch, ein Schriftzug aus einer Zeitschrift, ne?
Und ansonsten hinten ganz normale Standardmittel, die man also eigentlich da hat. Ne? Ganz schnell, einfach, macht unheimlich Spaß, ist total entspannend, kann ich nur zur Nachahmung empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.